Ein Wasser oben drüber rinnen. Ich weiß nicht, ob das mein Kollege erwähnt hat. Tatsache ist, dass in Österreich Wasserkraft nicht erneuerbar ist. Gibt es ein Gesetz? Per Gesetz. Das ist so, die Europäische Union hat, glaube ich, so um 2003 herum beschlossen, den Anteil der erneuerbaren Energie zu verdoppeln. Wir wissen es wie unser Land so ist. Die sind, ohne Nachdenken sind es einmal die Ersten, die Ja schreien. Immer, wenn die EU irgendwas macht. Sie denken über die Sinnhaftigkeit und solche Dinge nicht nach. Nachher sind sie dann draufgekommen, eigentlich bei 70% Wasserkraft, so viel haben wir gehabt in Österreich damals, geht sich das mathematisch nicht aus. Verdoppeln. Was machen wir jetzt da? Na, sagen wir ganz einfach, Wasserkraft ist nicht erneuerbar. Dann geht es wieder aus. Bei Windkraft haben wir keine. Hat es übrigens vollgebracht, der Anteil der Wasserkraft ist um 10% gesunken seit damals. Der Anteil der Erneuerbaren überhaupt in Österreich war eine Spitzenleistung. Ja, und dann haben sie sich gedacht, naja, bei der Wasserkraft, das können wir jetzt nicht machen. Jetzt heißt es übrigens in der Zwischenzeit, ist das ein bisschen geändert worden, in der Zwischenzeit ist Wasserkraft wieder erneuerbar, aber nicht ökologisch. Nicht ökologisch. Genau, es ist kein Ökostrom, wir können das nicht als Ökostrom verkaufen. Das ist jetzt das Problem. Und da hat man aber dann einen Unterschied gemacht. Man hat zwischen kleinen und großen Wasserkraftwerken unterschieden. Und also gefördert sind Kleinwasserkraftwerke geworden. Kleinwasserkraftwerk, und was ist ein kleines Wasserkraftwerk? Ein Kleinwasserkraftwerk darf nicht größer als 5 MW, also nicht mehr Leistung als 5 MW haben. Jetzt wollten wir für das Förderungen haben. Daher mussten wir die Leistung runterregeln. Das Kraftwerk hat nämlich nur 4,75 MW. Übrigens in der Zwischenzeit ist die Grenze bei 10 MW. Und daher haben wir einen Teil des Wassers, nützen wir einen Teil des Wassers nicht, weil sonst waren wir aus der Förderung rausgefallen. Aber heute wird es gehen mit den 10. Ja, aber das Kraftwerk steht nun mal so, wie es ist. Und hat eine Genehmigung, wie es ist. Also das kann man nicht einseitig auflösen. Man hat ja, weiß nicht, ob man das kennt, ein Gewerbebetrieb hat man ja die Sicherheit, wenn man die Konzession für was erlangt, damit du nicht jedes Jahr, ich meine, dem Arbeitsinspektor fallen in der Zwischenzeit so im Monatsschritt neue Späße. Und jetzt müsste da jeder, ich meine zum Beispiel, jetzt sage ich mal, die Kleinigkeit zu sagen, die ist übrigens toll, ja, aber super, aber den ganz neuen Vorschriften entspricht die Notbeleuchtung da herinnen nicht mehr. Weil jetzt haben sie schon wieder was Neues erfunden. Oder die Lux geändert, die am Boden leuchten müssen. Und damit du nicht dauernd hochrüsten musst als Unternehmer oder als Gewerbetreibender, trifft ja auch, sage ich, einen Fleischhauer, einen Gastwirt oder sonst irgendwas, die berühmten Küchen. Wenn du die Küche in Betrieb nimmst und hast die Konzession, dann damit rechnen, in einer Woche ist die Kugel überaltert. Ja, daher, bei einer wesentlichen Änderung, sprich bei einer Betriebsübernahme, darfst du die Kugel ausreißen und dann einstellen. Damit das aber nicht im laufenden Betrieb passiert, gibt es sozusagen eine Sicherheit, dass solange du eine Konzession hast und du keine wesentlichen Änderungen hast, dass das gilt, was du damals gemacht hast, die Konzession. Das kannst du aber nicht, das gilt aber in beide Richtungen. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt haben sie die gesetzlichen Geschichten zu meinen Gunsten verändert, jetzt nutze ich das gleich voll aus. Also das gilt auch in der anderen Richtung. Ja. Also es ist jetzt auch von dem her nicht möglich. So haben wir halt diese Konstruktion, dass nur ein Teil des Wassers durch die Turbinen durchrennt, sodass die miteinander nicht mehr als 4,75 MW Leistung haben. Ja, ein bisschen größer als die frühere Turbine, 1,32 Meter und kann 11 Kubikmeter pro Sekunde verarbeiten. Nicht mehr, also und nicht weniger, das ist immer exakt. Und 12 gibt es, sodass gesamt 132 Kubikmeter immer durch das Kraftwerk fließen und der Rest eben oben drüber rennt. Direkt in den Felsen geschlagen.
Stiege vom Kraftwerk. Also das ist der Manipulationsschacht sozusagen. Von hier über den Schacht werden die Maschinen raus und reingefahren. Zu den Einbaustellen gebracht. Hier auf diesen Schienen läuft der Einbaukran und mit dem Einbaukran werden die Turbinen an ihren Platz gebracht. Und natürlich eine feminine Kette dazu, in rosa gehalten. Plan. Hier über die Rechenreinigung und über die Hydraulik der Maschine. Und hier der große Plan über das Hydraulikschema. Einlaufzylinder, Saugrohrzylinder, Einlaufschützantriebe, Saugrohrschützantriebe, also kompletter Hydraulikplan. Hier der 12-Tonnen-Kran, der auf dieser Schiene läuft, über den die 12 Turbinen oder jede der 12 Turbinen an ihren Platz gebracht worden sind, da sie ja hier hinten über den Schacht hereingebracht wurden und händisch nicht an ihren Platz gebracht werden können, und daher werden sie mit einem Kran herübergeführt und dann genau an seinem Bestimmungsort abgelassen, und dort wird dann die Turbine installiert und verrichtet ihre Arbeit. Und alles, was man hier so seitlich sieht, ist die Hydraulik, die für die Steuerung dieser einzelnen Turbinen zuständig ist, und zwar für die ganzen Schotte und so weiter.